zusammen, viele Grüße von Destination 4x4. Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Wir haben beim Schneiden unserer Videos gemerkt, dass der Ton zwischendurch richtig grottig gewesen ist. Bei anderen Aufnahmen dann wieder super. Wir haben noch keinen Plan, woran das liegt. Wir nutzen die DJI Mic 2. Wir hatten ja das Verbindungsproblem im Urlaub unterwegs. Das haben wir schon mal angesprochen. Wir nutzen jetzt gerade die Fahrt, vielmehr ich. Bärbel fährt auf einem unserer motorisierten Zweiräder gerade hinterher. Wir waren gestern bei einem Ford-Händler und da fahren wir jetzt auch eben gemeinsam hin, um dort ein paar Konfigurationssachen für unseren Dexter 560 ändern und anpassen zu lassen. Da müssen wir mal gucken, ob die das hinkriegen. Die waren eigentlich guter Dinge. Und wenn das gut klappt, dann haben wir auch direkt einen neuen Servicepartner. Da seht ihr auch kurz die Bärbel, die sich vorbereitet, Helm, Protektoren, Jacke, wie es sich gehört. Und dann tuckern wir jetzt erstmal los zum Ford-Händler nach Sprockhövel. Softwaremanagement. Ihr könnt es euch vielleicht denken, die Kollegen unter euch, die selber einen Transit als Basisfahrzeug haben, oder vermutlich ist es ja auch bei ein paar anderen Fahrzeugen ähnlich, zumindest mal bei den Vans, bei den teilintegrierten, denke ich, wird das Thema nicht so sein. Stichwort ist hier Silent Mode, Lincoln Mode bei Ford, Forscan, Konfigurationssoftware. Wir haben ja jetzt nicht so oft auf Campingplätzen gestanden. Ich glaube, alles in allem 6 Nächte von unseren 3 Wochen. Und nichtsdestotrotz, wenn man da nachts mal raus will und die Schiebetür aufmacht, ist hier Halligalli im Auto und leider auch außen. Also innen drin könnte man noch mit leben. Außen ist wirklich schlecht. Warum wirklich schlecht? Der macht die Frontscheinwerfer an, der macht die Heckscheinwerfer an, also Rücklicht an. Innen drin geht der Tacho an, das Radio geht an, der stellt hier Bluetooth-Verbindungen mit dem iPad her und gruselig, einfach gruselig. Und ich habe die Zeit mal gemessen, der braucht ungefähr 10 Minuten, bis der sich wieder beruhigt hat. So, jetzt hatten wir ja 1, 2 Nächte dabei, wo es unserer Hündin nicht so gut ging und die halt 6, 7, 8 Mal raus musste. Geht nicht. Also da machen wir uns weder auf irgendwelchen Wohnmobilplätzen noch auf Campingplätzen irgendwelche Freunde mit, wenn wir da jedes Mal hier die ganze Außenbeleuchtung anmachen und dann auch beim Zuziehen der Tür. Gut, das ist mechanischer Lärm. Den können wir nicht ändern, aber wir schließen dann, wenn wir drin sind, auch den Wagen immer ab. Dann geht Warnblinklicht nochmal an und so. Also den ganzen Kram wollen wir nicht. Und am liebsten wäre mir, beim Öffnen der Schiebetür hält der komplette Dexter grundsätzlich seine Klappe. Einzig die Trittstufenbeleuchtung wäre schön, wenn die angeht, wenn wir die Tür auf und zu machen, und den ganzen anderen Rest, irgendwelche Steuergeräte hochfahren und Armaturenbrett und Beleuchtung, den ganzen Kram will ich nicht. Ja? Da sind wir jetzt auf dem Weg zum Ford-Händler. Mal gucken, ob der uns da eine Einstellung geben kann. Ich hätte das auch selber probiert. Das Programmiergerät habe ich zu Hause liegen. Das hat einen USB-A-Anschluss und die Software Forscan, dem einen oder anderen mit Sicherheit ein Begriff in diesem Zusammenhang, bietet ja diesen Silent Mode bzw. Lincoln Mode an. Ich habe aber keinen Windows-Rechner. Wir haben halt alles nur Apple-Geräte, also iPhone, iPad, MacBook, ja. Und dafür ist die Software nicht ausgelegt. Also es gibt eine Forscan Lite fürs iPhone, glaube ich. Da kann man aber nicht alle Einstellungen mitmachen, hilft mir also auch nicht weiter. Und ich habe jetzt keine Lust, nur wegen dieser paar Einstellungen da hier in der Software, mir ein Windows-Notebook zu kaufen oder ein Windows-Tablet zu kaufen. Das ist sinnbefreit für uns. Also gucken wir mal, dann sprechen wir direkt mit dem Ford-Händler, beziehungsweise haben wir gestern ja schon getan. Dann auch zukünftig Service und Intervalle, Zahnriemen im Öl. Und also ich erzähle euch alles, nichts Neues. Ja, das ist jetzt erstmal der Plan. Da bringen wir den Wagen hin und ob der jetzt da stehen bleibt oder ob wir den gleich direkt mit einer Info können wir umstellen oder ob sie direkt on the fly machen, lassen wir uns überraschen. Mikrofon ist gewechselt.
Ich fahre gerade auf die Autobahn auf, so Rückspiegel mal eben aus und dann gucken wir mal, wie da jetzt die Tonqualität ist. Wie handhabt ihr das denn eigentlich? Ich habe ja gerade eingangs schon erwähnt, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Wir haben die letzten 1,5 Tage, sukzessive, natürlich nicht am Stück, aber damit verbracht und haben direkt den Dexter von innen wieder komplett auf Vordermann gebracht, Teppiche gereinigt, durchgesaugt und die ganzen Hundehaare entfernt, hinten den ganzen Dreck ausgebürstet, Toilette, also die Kassette nochmal sauber gemacht, zu Hause Correga-Tabs rein und ja, alles nochmal durchgewischt, sodass wir quasi jederzeit wieder losfahren können. Wäsche nochmal durchgewaschen, ihr habt es ja dann, nee, habt ihr noch nicht, haha, nein, kein Spoiler von meiner Seite. Ja, und würde mich mal interessieren, gerne rein damit in die Kommentare und einen herzlichen Dank an alle, die an unserer kleinen Umfrage bei Instagram teilgenommen haben. Und nochmal der Hinweis von unserer Seite, wer uns da noch nicht folgt, Destination 4x4. Wir freuen uns dort auf Community-Zuwachs. Ich habe da eine Frage in der Story gestellt, welche Art der Toilette ihr denn bei euch im Camper habt und habt da zahlreiche Rückinfos bekommen. Denn auch wir überlegen, auch wenn wir jetzt erst gerade mal 3 Wochen haben, wo wir den Dexter quasi jetzt am Stück nach dem Kauf, abgesehen von unserem Testwochenende, genutzt haben, überlegen wir eben die WC, Chemie, Kassetten, Toilette rauszuwerfen und eine andere reinzumachen. Und da habe ich halt gefragt und habe zahlreiche Rückinfos bekommen, die mir schon mal wieder einen ganz guten Einblick gegeben haben, was denn so draußen unterwegs ist, ob wir irgendwas vergessen haben. Und in der Tat, wir haben nicht an alles gedacht, was es so an WC-Möglichkeiten gibt. Und von daher dickes Danke von uns, dass ihr da so rege teilgenommen habt. Ja, dann haben wir jetzt auch direkt mal den Ton mit dem zweiten Mikrofon, das ist das TX2. Eingangs vom Video war das TX1. Und in unseren Reisevideos, insgesamt sind es 11 Stück, die euch erwarten. Jetzt ist ja gerade vorgestern das 3. rausgekommen bei YouTube. Jede Woche Sonntag, 18 Uhr, ein neues Video. Habt dann noch ein bisschen was zu gucken. Und an dieser Stelle schon mal oder nochmal Entschuldigung für den Ton. Ich habe keine Ahnung, was die DJI-Mics da gemacht haben. Insbesondere beim Fahren, so wie jetzt. Weiß ich nicht, ja, Stau, komplett übersteuert, keine Ahnung, was da mit dem Ton los ist. 2 Aufnahmen später ist der Ton wieder in Ordnung. Draußen war der Ton eigentlich, bis auf ein paar Windgeräusche, dann die Puschel habe ich jetzt gerade zwar nicht dran, aber haben wir ja dann auch ausprobiert, seht ihr dann auch in den Videos. Ich weiß nicht, was da los ist. Also wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, ob wir irgendwie was grundsätzlich falsch gemacht haben, ich freue mich drauf, das dann bei den zukünftigen Videos zu verbessern. So, in diesem Sinne mal erst. Da steht das gute Stück. Papiere, Schlüssel, alles abgegeben. Die Sachen sind besprochen. Jetzt warten wir auf die Umsetzung und Anruf, wann wir den wieder abholen können. Wir freuen uns sehr und jetzt geht's für uns zusammen mit der GTS 300 wieder nach Hause. Ja, hallo. Da sitzen wir schon wieder im Dexter. Quasi keine 2,5 Stunden später inklusive Hin- und Rückfahrt. Wir sind hier gerade vom Ford Service Garz in Sprockhövel wieder losgefahren. Und die Umprogrammierung von unserem Steuergerät ist erledigt. Das heißt, kein nerviges Signalisieren von Scheinwerfer vorne, Rücklicht, Blinker, was auch immer, wenn wir die Tür öffnen. Wir sind happy. Preis-Leistung für uns in Ordnung. Also wir hatten keinen Termin, spontan eben rein, 2 Stunden später das Fahrzeug wieder abholen. Ja, top. Also bezahlt haben wir jetzt 84 Euro irgendwas, knapp 85 Euro und wir haben Ruhe. Ja, kann man mit Vorscannen und irgendwie auch einem Treffen, geht das auch alles, mit einem Zehner in der Kaffeekasse, aber leben und leben lassen. Ich möchte am Monatsende auch mein Geld bekommen für die Arbeit. Und so sollen das die Profis hier bei Ford auch bekommen. Also wir haben damit
nicht nur mal eben spontan neue, nette Leute kennengelernt und einen guten Servicepartner gefunden und damit auch einen guten Servicepartner gefunden. So wird wieder ein Schuh draus. Für den nächsten Service, Ölwechsel, was auch immer anliegt, fahren wir gerne wieder hier hin. Wir haben von Wuppertal nach Sprockhövel, gut, jetzt ist Stau auf der Autobahn, Viertelstunde Fahrt. Ist doch super, was wollen wir denn mehr? Ja, das als kleine Zwischeninfo und Umbau, Umprogrammierungsmaßnahme, wie auch immer. Gut, das war's erstmal von uns. Liebe Grüße. Jetzt alleine Sven von Destination 4x4.